Unser Universum ist nicht statisch. Es dehnt sich seit dem Urknall vor 13,8 Milliarden Jahren ununterbrochen aus. Und diese Ausdehnung wird nach heutigem Kenntnisstand sogar immer schneller. Die Frage, was das langfristig bedeutet, gehört zu den größten offenen Problemen der Kosmologie. Physiker diskutieren dafür mehrere sehr unterschiedliche Endszenarien, von einem ewig kalten, leeren Nichts bis zu einem Universum, das buchstäblich in Fetzen gerissen wird. Die Grundlage für alle Zukunftsszenarien ist die sogenannte Friedmann-Gleichung, ein Resultat aus Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie, das beschreibt, wie sich die Expansion des Raums über die Zeit entwickelt. Entscheidend dafür ist vor allem die Gesamtmenge und Verteilung von Materie, dunkler Materie und der sogenannten dunklen Energie im Universum. Seit Präzisionsmessungen des kosmischen Mikrowellenhintergrunds durch Satelliten wie WMAP und Planck kennen Kosmologen diese Anteile relativ genau. Rund 68% dunkle Energie, 27% dunkle Materie, nur etwa 5% gewöhnliche Materie. Das nach aktuellem Forschungsstand wahrscheinlichste Szenario ist der sogenannte Wärmetod, auch Big Freeze genannt. Weil dunkle Energie die Expansion des Universums beschleunigt, entfernen sich Galaxien immer schneller voneinander, bis irgendwann selbst benachbarte Galaxienhaufen für immer unerreichbar werden. Sterne verbrauchen nach und nach ihren Brennstoff, neue Sterne entstehen immer seltener. Und in extrem fernen Zeiträumen von etwa 10 hoch 100 Jahren verdampfen selbst schwarze Löcher durch die sogenannte Hawking-Strahlung. Am Ende bliebe ein extrem verdünntes, gleichmäßig kaltes Universum knapp über dem absoluten Nullpunkt, in dem keinerlei Energie mehr nutzbare Prozesse antreiben kann. Ein deutlich dramatischeres Szenario ist der Big Rip, der eintreten würde, falls die dunkle Energie im Lauf der Zeit tatsächlich an Stärke zunimmt, statt konstant zu bleiben. In der Fachsprache, wenn ihre sogenannte Zustandsgleichung W kleiner -1 ist, das sogenannte Phantomenergieszenario. In diesem Fall würde die beschleunigte Expansion irgendwann so extrem werden, dass sie nicht nur Galaxien, sondern auch Sonnensysteme, Planeten, ja sogar Atome selbst auseinanderreißt. Der Astrophysiker Robert Caldwell und Kollegen berechneten 2003 in einer viel zitierten Studie, dass dieses Ende, falls es einträte, in einem endlichen, theoretisch berechenbaren Zeitpunkt in der Zukunft stattfinden würde, statt sich unendlich hinzuziehen. Ein drittes klassisches Szenario ist der Big Crunch, das genaue Gegenteil der aktuellen Beobachtungen. Sollte die Expansion sich irgendwann umkehren, etwa weil die Anziehungskraft der gesamten Materie im Universum die dunkle Energie überwiegt, würde sich das Universum wieder zusammenziehen, bis am Ende alle Materie und aller Raum in einem extrem dichten, heißen Punkt kollabieren, gewissermaßen ein Urknall in umgekehrter Richtung. Basierend auf den aktuellen Messungen der beschleunigten Expansion gilt dieses Szenario unter Kosmologen inzwischen als deutlich unwahrscheinlicher als noch vor der Entdeckung der dunklen Energie im Jahr 1998. Manche theoretischen Modelle, etwa aus der Loop-Quantengravitation, gehen noch einen Schritt weiter und stellen sich einen Big Bounce vor. Sollte es tatsächlich zu einem Big Crunch kommen, könnte der extrem dichte Endzustand nicht in einer Singularität enden, sondern erneut expandieren und einen neuen Urknall auslösen. Ein zyklisches Universum, das sich immer wieder erneuert. Dieses Szenario ist bislang rein theoretisch und experimentell nicht überprüfbar, wird aber ernsthaft in der theoretischen Physik diskutiert, unter anderem von Forschern wie Martin Bojowald. Der entscheidende Wendepunkt für all diese Szenarien war die Entdeckung der beschleunigten Expansion des Universums im Jahr 1998 durch zwei unabhängige Forschungsteams um Saul Perlmutter sowie Brian Schmidt und Adam Ries, die weit entfernte Supernovae vom Typ Ia als Standardkerzen zur Entfernungsmessung nutzten. Statt der erwarteten, sich verlangsamenden Expansion fanden beide Teams eine sich beschleunigende Ausdehnung, eine Entdeckung, für die alle drei Forscher 2011 den Nobelpreis für Physik erhielten und die Existenz der dunklen Energie erst wissenschaftlich etablierte. Nach den bisher präzisesten Messungen, unter anderem durch die Raumsonde Planck der Europäischen Weltraumorganisation ESA, Daten veröffentlicht 2018, scheint die dunkle Energie über kosmologische Zeiträume ziemlich konstant zu bleiben.
Ein Verhalten, das am ehesten zur sogenannten kosmologischen Konstante passt, wie sie ursprünglich schon in Einsteins Feldgleichungen vorkam. Trifft das zu, ist der Wärmetod das Szenario, zu dem die aktuellen Daten am klarsten passen, auch wenn zukünftige Messungen, etwa durch neuere Teleskope wie den Nancy Grace Roman Space Telescope, Start geplant 2027, diese Einschätzung noch verfeinern oder korrigieren könnten. Neben den 4 klassischen Szenarien diskutieren Physiker seit den 1980er Jahren noch ein 5., besonders beunruhigendes Konzept: den sogenannten Vakuumzerfall. Englisch Vacuum Decay, erstmals detailliert 1980 von den Physikern Sidney Coleman und Frank DeLucia beschrieben. Die Grundidee: Unser heutiges Vakuum könnte sich in einem energetisch nicht ganz optimalen, sogenannten falschen Vakuumzustand befinden, ähnlich einem Ball, der in einer kleinen Mulde auf einem Berghang liegt, statt im tatsächlich tiefsten Tal. Durch einen extrem seltenen Quantentunneleffekt könnte irgendwo im Universum spontan eine winzige Blase des energetisch tatsächlich niedrigeren, wahren Vakuums entstehen. Sollte eine solche Blase entstehen, würde sie sich nach den Berechnungen mit nahezu Lichtgeschwindigkeit in alle Richtungen ausbreiten und dabei buchstäblich die Naturgesetze innerhalb der Blase verändern, weil sich fundamentale physikalische Konstanten wie die Masse des Higgs-Bosons an der Grenze der Blase abrupt ändern würden. Alles, was die Blasenwand erreicht, würde augenblicklich und ohne jede Vorwarnung zerstört. Da sich die Blase mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet, gäbe es buchstäblich kein Licht, das uns vor ihrem Eintreffen warnen könnte. Berechnungen basierend auf der 2012 am Large Hadron Collider gemessenen Higgs-Boson-Masse deuten darauf hin, dass unser Universum sich tatsächlich in einem solchen metastabilen, potenziell zerfallsfähigen Zustand befinden könnte, auch wenn die geschätzte durchschnittliche Wartezeit bis zu einem solchen Ereignis die bisherige Lebensdauer des Universums um viele Größenordnungen übersteigt. Um die Dimensionen einzuordnen: Der Wärmetod würde sich über einen Zeitraum erstrecken, der das aktuelle Alter des Universums um Größenordnungen übersteigt. Während unser Universum heute 13,8 Milliarden Jahre alt ist, sprechen Kosmologen bei den letzten Phasen des Wärmetods von Zeiträumen bis zu 100 Nullen dahinter. Diese Zahlen sind für den menschlichen Verstand praktisch nicht mehr greifbar. Sie zeigen aber, dass selbst das Ende des Universums, sofern es überhaupt eintritt, in einer für uns komplett unvorstellbaren fernen Zukunft liegt. Neben dem klassischen Big Bounce-Konzept aus der Loop-Quantengravitation existiert noch ein zweites, unabhängig entwickeltes zyklisches Modell, das sogenannte ekpyrotische Universum, 2001 von den Physikern Paul Steinhardt und Neil Turok vorgeschlagen. Anders als beim klassischen Urknallmodell entsteht die kosmische Expansion in diesem Szenario nicht aus einer einzelnen Singularität, sondern aus der Kollision zweier paralleler, höherdimensionaler Membranen, sogenannter Branes, im Rahmen der M-Theorie, einer Erweiterung der Stringtheorie. Nach der Kollision würde sich das entstandene Universum über extrem lange Zeiträume ausdehnen und abkühlen, bevor der Zyklus sich wiederholt. Ein Modell, das einige der offenen Fragen des klassischen Urknallmodells, etwa warum der frühe Kosmos so bemerkenswert gleichmäßig war, auf andere Weise zu beantworten versucht. Ein wichtiger Punkt für die Einordnung all dieser Modelle: Auf den Zeitskalen, die für uns heute relevant sind, unterscheiden sich Wärmetod, Big Rip und die zyklischen Alternativen praktisch nicht voneinander. Die entscheidenden Weichenstellungen liegen erst Abermilliarden bis Abertrillionen Jahre in der Zukunft. Aktuelle und geplante Missionen wie das Dark Energy Spectroscopic Instrument, DESI, das seit 2021 Millionen von Galaxien kartiert, versuchen daher vor allem, die genaue Zustandsgleichung der dunklen Energie heute mit höherer Präzision zu bestimmen. Denn schon kleine Abweichungen von einer perfekt konstanten kosmologischen Konstante könnten langfristig entscheiden, welches der Szenarien tatsächlich eintritt. Zusammengefasst: Kosmologen diskutieren 4 Hauptszenarien für das Ende des Universums: den langsamen, kalten Wärmetod, den gewaltsamen Big Rip, den kollabierenden Big Crunch und den zyklischen Big Bounce.
Basierend auf den bisher präzisesten Messungen der dunklen Energie gilt der Wärmetod als das wahrscheinlichste Szenario, auch wenn zukünftige Beobachtungen dieses Bild noch verändern könnten. Wenn dich solche kosmischen Zukunftsszenarien faszinieren, schau dir gerne auch unser Video zum Olberschen Paradoxon an. Das erklärt, warum der Nachthimmel überhaupt dunkel ist. Lass gerne ein Abo da, wenn du mehr Weltraumrätsel sehen willst.